Bei meinem Wandertraining im Ziegelrodacher Forst in Richtung Nebra habe ich mal den Fundort der Himmelsscheibe von Nebra mitgenommen. Den Weg bis hierhin will ich in diesem kleinen Video nicht zeigen, denn das sind alles breite Forststraßen, die eher was für einen Fahrradausflug wären. Aber ich möchte euch wenigstens mit ein paar Bildern mal etwas über den Fundort erzählen. Das Ganze nennt sich hier Mittelberg und es ist mit einem kleinen Wall eingefasst. Wer schon mal was von der Himmelsscheibe von Nebra gehört hat, weiß vielleicht auch, dass es einen Sonnenkalender darstellen soll. Hier unter der Silberkuppel soll diese auch am 4. Juli 1999 gefunden worden sein. Seit 2002 gehört sie zum Bestand des Landesmuseums für Vorgeschichte Sachsen-Anhalt in Halle und kann auch dort besichtigt werden. Wie funktionierte nun der Sonnenkalender? Dazu wurde dieses Bauwerk nun hier errichtet, mit seinem Turm, der da etwas gespalten ist. Und von dort gehen dann auch immer solche Betonstreifen weg, die dann die Jahreszeit anzeigen sollen. Der Turm ist begehbar, kostet nichts, aber ein Schild, alles auf eigene Gefahr zu betreten. Um mir einen besseren Überblick zu schaffen, werde ich jetzt erstmal nach oben gehen. Wie hoch das Ganze hier ist, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall höher als die Bäume. Genau aus diesem Grund wurde auch dieses Bauwerk errichtet. Denn vor 3600 Jahren soll es hier keine Bäume gegeben haben. Dafür gibt es jetzt eine tolle Aussicht. Das ist nochmal der Fundort von oben. Des Weiteren kann man hier auch nochmal die Arche von Nebra sehen, die hier zu den Turm ausgerichtet ist. Die Arche ist eine Art Planetarium, wo über die Erkenntnisse nochmal alles berichtet wird. Hier kann man dann nochmal die Betonstreifen sehen, die da von dem Spalt im Turm weggehen. Wie da zum Beispiel drauf steht, Sichtachse Brocken, Sonnenuntergang zur Sonnenwende. Denn dazu soll die Himmelsscheibe benutzt worden sein als ein sogenanntes ausgerichtetes Messgerät, um die Jahreszeit festzustellen. Hier nochmal ein Blick in den Spalt, da kann man auch nochmal sehen, wie die Betonstreifen hier weggehen. Ich habe hier jetzt erstmal wieder genug gesehen und werde jetzt wieder nach unten gehen. Denn der Wind heute hat meine Hände jetzt zum Erfrieren gebracht. Besucht das am besten selber mal, wenn ihr in der Nähe von Nebra seid und schaut euch dazu den Sonnenuntergang an. Ich habe jetzt noch einen Waldmarsch von 10 Kilometer vor mir. Bis zum nächsten Video, euer Matthias.